Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich gern einmal die Charaktere von Eternal Return mit den Champions von League of Legends vergleichen. Das soll aber nicht dazu dienen, Eternal Return irgendwie schlecht dastehen zu lassen, da sie scheinbar die Champions oder die Kits von anderen Spielen geklaut haben, sondern vielmehr mache ich das Video, um neuen Leuten in Eternal Return zu helfen, die Charaktere zu finden, die ihnen vielleicht gefallen würden, da die meisten, die irgendwann mal in ihrem Leben einmal ein MOBA gespielt haben, bestimmt auch mal 1 oder 2 Runden League of Legends gespielt haben und deswegen ist wohl am sinnvollsten, die Charaktere mit den Champions von League of Legends zu vergleichen. Vorweg sei aber auch gesagt, nur weil ein Charakter ein ähnliches Kit wie ein Champ of League of Legends hat, heißt das nicht, dass sich die Charaktere genau gleich spielen, denn am Ende muss man ja auch überlegen, dass bei League of Legends die Charaktere auf ein 5 vs 5 Game ausgelegt sind und bei Eternal Return spielt man ja hauptsächlich den Solo-Mode, deswegen sind die Charaktere auch mehr an dem Solo-Mode angepasst. Vorweg möchte ich aber gleich sagen, dass ich selber noch nicht alle Charaktere in Eternal Return selber gespielt habe und es auch bei mir einige Zeit her ist, als ich mal League of Legends gespielt habe, weswegen vielleicht die Vergleiche, die ich hier nun bringen werde, nicht unbedingt die besten sein werden. Also falls ihr einen besseren Vergleich der Charaktere und der Champions habt, lasst sie mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde dieses Video aber in 2 Teile aufteilen, da 29 Charaktere doch zu viel für ein Video werden würden. Aber fangen wir nun mit dem ersten Charakter an, Adela. Adela ist in meinen Augen eine Kombination aus Syndra und Asia, denn ähnlich wie die Bälle bei Syndra oder die Sandkrieger bei Asia hat Adela Schachfiguren und mit ihren Fähigkeiten kann Adela die Schachfiguren auf dem Spielfeld hin und her bewegen, um verschiedene Effekte zu erzielen, um beispielsweise Gegner in die Luft zu schlagen oder um sie zu slowen. Weiter geht es mit Adriana. Diese hat einen Flammenwerfer wie Rumble, welcher viel AOE Damage anrichten kann. Das weitere Kit von ihr kann mit Singed verglichen werden, denn ähnlich wie die Giftspur von Singed kann Adriana eine Ölspur legen, welche Gegner langsamer macht, und sie kann die Ölspur auch anzünden, um Schaden über Zeit an Gegner zu machen. Und ähnlich wie der Kleber von Singed kann Adriana einen Molotov-Cocktail werfen, um zu verhindern, dass Gegner vor ihr wegrennen. Kommen wir nun zu Alex. Dieser kann ab Level 6 unsichtbar wie Evelynn rumlaufen, solange er nicht mit anderen Sachen interagiert. Wenn man Alex mit einer Melee-Waffe spielt, ist das vergleichbar mit dem Wukong W, da Alex dann ein Hologramm von sich erzeugt und er kurz unsichtbar wird. Die Ulti von Alex ist vergleichbar mit der Gangplank-Ulti, da er hier einen Luftangriff ruft, welcher Schaden in einem großen Radius über Zeit anrichtet und die Gegner auch in diesem Radius geslowt werden. Weiter geht es mit Aya. Sie ist ein ganz klassischer ADC. Ihr W könnte man mit der Lucian Ult vergleichen, da sie hier mehrere Schüsse in eine feste Richtung abfeuert und während sie die Fähigkeit einsetzt, kann sie sich noch bewegen. Ihre Ulti ist vergleichbar mit der Ult von Nunu, da sie hier in einem recht großen Radius Schaden anrichtet und die Gegner auch gestunt werden, wenn sie ihre Ulti reaktiviert. Kommen wir nun zu Barbara. Diese lässt sich wohl am besten mit Heimerdinger vergleichen, denn auch Barbara hat einen Geschützturm, welchen sie aber mit ihren Fähigkeiten sogar noch verstärken kann. Mit ihrem kann sie um sich drumherum AOE-Damage machen, wie beispielsweise das Weinen von Amumu. In Kombination mit ihrem Geschützturm kann sie sogar mit ihrem Gegner stunnen. Ähnlich wie auch bei Heimerdinger kann Barbara ihre Ultimate einsetzen, um ihre normalen Fähigkeiten zu verstärken. Bernice ist in meinen Augen auch ein klassischer ADC, so greift er beispielsweise ähnlich wie Graves an. Die Fähigkeiten Q und E sind auch so ähnlich wie die von Caitlyn, da er hier einen geraden Schuss hat und Traps, welche Gegner festhalten. Das gibt ihm Vision, ähnlich wie die W-Fähigkeit von Quinn. Mit seiner Ulti kann er eine Bola werfen, ähnlich wie Rengar, welche Gegner festhält. Das Besondere an der Fähigkeit ist aber, dass die Bola sogar auf andere Gegner überspringen kann, um diese auch ebenfalls festzuhalten. Weiter geht es mit Katie, welche sich wohl am besten mit Talon vergleichen lässt, da die Q- und W-Fähigkeit fast identisch zu denen von Talon sind. Das ist vergleichbar mit den Q von Bard, da man damit Gegner stunnen kann, wenn sie beispielsweise mit einer Wand oder einem anderen Gegner connecten. Und die Ulti von Katie ist vergleichbar mit der Yorn-Ult, da man hier durch Gegner dasht und viel Schaden an ihnen anrichtet. Weiter geht es mit Chiara. Ihre Passive ähnelt erst einmal dem LeBlanc-Q, da man hier Markierungen auf die Gegner macht, um mehr Schaden mit anderen Fähigkeiten an ihn anzurichten. Aber insgesamt ähnelt das Kit von Chiara eher Swain, besonders das Q und R sind von beiden Charakteren fast identisch. Das W von Chiara ist ein Schild, welches explodiert, also so ähnlich wie der Xeon W. Weiter geht es mit Emma, welche sich wohl am besten mit Lulu vergleichen lässt.
denn das Q von beiden ist recht ähnlich, so feuert man einen Skillshot ab und wie die Fee bei Lulu hat Emma eine Taube, von der aus der Skillshot auch abgefeuert werden kann. Auch hat Emma einen Polymorph wie Lulu. Die R-Fähigkeit kann mit anderen Fähigkeiten kombiniert werden, um diese zu verstärken oder um rumzuspringen, beispielsweise wie LeBlanc. Fiora ähnelt nicht nur vom Namen einen Champion League of Legends, sondern auch das Kit von ihr kann man mit Fiora vergleichen, denn beide kämpfen mit einem Schwert und können beispielsweise an Gegner randashen und ihre anderen Fähigkeiten dienen auch dazu, mehr Schaden mit ihrem Schwert an den Gegnern anzurichten. Hart lässt sich wohl am besten vergleichen mit Ahri, wenn dieser ein ADC wäre, denn beide Charaktere sind vom Kit recht ähnlich. So ist das E von Hart wie die Ulti von Ahri, da man hier dreimal dashen kann und Gegnern in der Nähe Schaden zufügt. Wie Ahri hat auch Hart einen Charme, aber das ist in dem Fall kein Skillshot, sondern eine AOE-Fähigkeit. Und ähnlich wie Kha'Zix kann Hart auch ihre Fähigkeiten evolven, um spezielle Effekte auf diesen zu bekommen. Weiter geht es mit Heijin. Das W von ihr ist wie das E von Lux, nur kann Heijin mit ihrem W sogar Gegner routen. Heijins E ist auch ebenfalls ein bisschen wie das Q von Lux, nur ist dieses kein Cage, sondern kann Heijin beim Reaktivieren der Fähigkeit sich damit sogar teleportieren. Die Ulti von Heijin ist vergleichbar mit Aurelion Sol, da Heijin hier 5 Omens in einem großen Radius spawnt, welche um sie herum drehen und mit diesen Omens kann sie Schaden an Gegnern anrichten. Hyunwoo lässt sich wohl am besten mit Poppy vergleichen, denn beide haben auf den Q einen Slow, welcher auch etwas Schaden an Gegnern anrichtet. Das E ist auch von beiden gleich, denn hier stürmen sie auf einen Gegner zu und wenn sie den Gegner gegen eine Wand stoßen, wird dieser für eine kurze Zeit gestunt. Das W von Hyunwoo ist vergleichbar mit dem Garen W, da Hyunwoo dadurch mehr Defense bekommt und kurzzeitig immun zu CC wird. Und die Ulti von ihm ist wohl am besten vergleichbar mit dem Sion Q, da er hier den Schlag auflädt und umso länger er die Ulti auflädt, desto mehr Schaden richtet er damit an. Aiser ist in meinen Augen eine Kombination aus Yordles und ADC, so hat er auf dem Q eine Bombe, die vergleichbar mit dem E von Tristana ist, denn wenn er die Bombe auf einen Gegner wirft, kann er darauf weiterschießen, damit die Bombe eher explodiert und mehr Schaden anrichtet. Das Besondere an dem Q ist aber sogar noch, dass die Bombe Gegner auch stunt. Die W-Fähigkeit von Aiser ist vergleichbar mit der E-Fähigkeit von Corki, da er hier Gegner in einem kegelförmigen Bereich vor sich angreift und diese noch zusätzlich slowt. Die E-Fähigkeit von Aiser lässt sich wohl am besten mit dem Rollen von Rain vergleichen, da Aiser hier in eine bestimmte Richtung rollt und kurzzeitig unsichtbar wird. Und die Ulti von Aiser lässt sich wohl am besten mit Timos Ulti vergleichen, denn hier platziert Aiser eine Mine und wenn ein Gegner in die Mine hineintritt, bekommt er Schaden und sein Movement Speed wird verringert. Und damit kommen wir schon zu Jackie, welche sich in meinen Augen nach am besten durch eine Kombination aus Warwick und Kha'Zix beschreiben lässt. So ist das Q von Jackie ein bisschen vergleichbar mit dem Q von Warwick. Mit ihrer W-Fähigkeit kann sich Jackie zusätzlichen Movement Speed geben und dem Sprung, den sie auf dem E hat, ist ziemlich ähnlich zu dem Sprung, welchen auch Kha'Zix hat. Das waren dann auch schon alle Charaktere, welche ich im ersten Part vorstellen wollte. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch dabei helfen, bei der Überlegung, welchen Charakter sie mal spielen sollen. Und falls ihr den zweiten Teil nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao!